Moin Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video, und zwar nehmen wir uns mal das neue Event vor, Citadel Clash. Und dieses Event hat es in sich. Viele haben sich gefreut, ja, ein neues Event kommt mitten in der Season. Auf der Season-Karte, für mich persönlich ist es Lines wie Cross, aber halt nicht Server gegen Server, sondern alle gegen alle auf der gleichen Karte. Ihr seht hier im Hintergrund, ich bin gestartet mit 864 Stunden Heilungsbeschleuniger. Rausgegangen bin ich mit 678 Stunden Heilungsbeschleuniger. Ihr müsst da bedenken, dass ich dort nicht viel angegriffen habe, und wenn ich angegriffen habe, habe ich oft mit diesen Pflastern geheilt. Das heißt, ich habe hier nicht nur tonnenweise an Stunden Heilungsbeschleuniger verbraucht, sondern auch tonnenweise Packungen an Pflastern. Und das ist für dieses Event totale Zeitverschwendung. Es ist Zeitverschwendung, es ist Ressourcenfressen, die Heilungsbeschleuniger gehen drauf ohne Ende. Die Pflaster, die du da sammelst, die kannst du gleich wieder wegbrennen, ja, die brauchst du, um zu heilen. Du weißt nicht, was du angreifen sollst, ja, du weißt nicht, ist es jetzt von uns im Clan eingenommen worden, ja, diese Zitadelle oder die anderen Gebäude. Wenn du garnisiert bist, ja, bist du für 2 Sekunden garnisiert, weil dann kommen natürlich die großen Spieler und hauen dich da raus. Zack, hast du viele Verwundete und Verluste, und ja, wir gehen jetzt mal Stück für Stück durch, ja. Okay, wir gehen mal kurz rein in das Spiel. Ihr seht im Hintergrund hier einen Kampfbericht, und das Ding ist ja auch so, du kämpfst ja nicht nur gegen die Gegner allgemein in der Season, du kämpfst ja auch gegen andere Clans auf deinem Server. Hier habe ich zum Beispiel ein Unentschieden, oder ich habe gegen Voldemort gewonnen. Ja? Warum auch immer. Wie geht denn das? Ihr könnt ja mal kurz gucken. Und zwar, Voldemort hatte, so, wir gucken mal, zack, 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 seine gleichen Prozente, ne, die Buffs, okay, das ist wunderbar. Er hatte nur 2000 Truppen, ich habe gewonnen, aber auch gegen starke Gegner hast du gewonnen oder einen Unentschieden rausgeholt, und die Prozentpunkte waren gleich. Dann habe ich wieder einen Kampfbericht gesehen, wo beide nur 600% hatten am Buffs. Also irgendwas ist da ein bisschen verbuggt, das ist ein bisschen kurios. Die Belohnungen sind eigentlich gut, ja, wenn du es durchziehst. Aber um das durchzuziehen, brauchst du jede Menge Ressourcen. Mir ging nachher das Wasser und die Tomaten aus. Und du brauchst jede Menge Heilungsbeschleuniger. Ja? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was dort in diesem Event verbessert werden soll. Ein zusätzlicher Punkt ist zum Beispiel die Dauer. Die Dauer geht 1 Stunde. 1 Stunde ist viel zu lang. Jemand hat mal geschrieben, du verbrauchst in diesem Event so viele Heilungsbeschleuniger, Ressourcen und Truppen wie in einer Woche Außenpostenkrieg. Na? Und das ist wirklich so. Na? Lieber hast du Außenpostenkriege, weißt ganz genau, okay, das und das habe ich zur Verfügung, als wenn du dieses Event spielst. Du klatscht einfach wahllos auf die Gebäude rauf, heilst, 10 Sekunden später gehst du wieder auf Angriff, dann gehst du zurück, gehst wieder auf Angriff und nutzt dabei deine Heilungsbeschleuniger und hast gar nicht im Sinn, okay, wie viel habe ich überhaupt noch? Na? Wenn du Pech hast, kommst du noch nicht mal in die Rangliste, weil in die Rangliste kommen nur die großen Spieler. Das heißt, die schönen tollen Belohnungen, die in den obersten Plätzen zu vergeben sind nur für große Spieler gedacht. Also das ist für mich persönlich, ist es ein Wahl-Event. Ja? Ein Wahl- und Delfin-Event. Die Wale sind immer oben, die kriegen die guten Belohnungen. Du kannst zwar daran teilnehmen, ja, du brauchst deine Heilungsbeschleuniger. Die Wale haben Heilungsbeschleuniger en masse, denen stört das nicht. Du als kleiner Spieler verbrauchst alles, was du dir erspart hast. Ja? Das heißt, wenn du dieses Event spielst und du hast nächsten Tag einen Außenpostenkrieg, kannst du da an den Außenpostenkrieg gar nicht teilnehmen, weil du gar keine Heilungsbeschleuniger mehr hast. Ja? Und die Ressourcen werden dann auch knapp. Und das ist ein No-Go. Ja, mitten in der Season dieses Event, was so viele Ressourcen frisst, reinzupacken, das ist nicht okay. Wie gesagt, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Also ich persönlich finde das Event zwar gut, ja, es dauert zu lange, du verbrauchst viele Beschleuniger, du verbrauchst viele Ressourcen, und du weißt gar nicht, gegen wen du kämpfst. Ja? Wenn eine Zitadelle eingenommen ist, musst du erst draufklicken, um zu gucken, okay, wer ist jetzt überhaupt da stationiert, wer ist ein Gegner. Du kannst zwar scouten, aber das ist alles, ja, das ist, keine Ahnung. Ne? Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ja, ihr seht, ich bin perplex. Ja, ich habe mich gefreut auf dieses neue Event. Aber, na gut. Und die Kisten, die du da einsammeln kannst, und die Belohnungen, die kompensieren auf keinen Fall deinen Verlust an Ressourcen und an Heilungsbeschleuniger. Ja? So viel dazu. Gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Citadel Clash. Ich hoffe, die werden das ein bisschen umändern. Ansonsten ist es für mich persönlich ein Event, was da brauchst du nicht dran teilnehmen. Ja?
Da können die großen Wale, die können sich zusammen, die können sich beklatschen, ja, die können sich ein paar auf die Nuss geben. Die kriegen die großen Ressourcen ab und das ist wieder mal ein Event, ja, für kleine Spieler auf gar keinen Fall. Die müssen das so machen, dass sie die Events nach Kampfkraft sortieren. Zum Beispiel von 0 bis 200 Millionen, da nehmen dann nur die dran teil, die in diesem Bereich liegen, von 200 bis 400 Millionen, dann nehmen nur die dran teil. Und dann zum Beispiel die großen Wale von 1,4 Milliarden Kampfkraft bis 1 Milliarde Kampfkraft, die können das alleine unter sich ausmachen. Das war mein Fazit dazu. Wie gesagt, ich freue mich über euer Feedback und ich bin gespannt, ob sie dieses Event noch ein bisschen ändern werden. Also wie gesagt, 1 Stunde ist zu lang, die Ressourcen, ich kann mich nur wiederholen. Ja, ihr merkt das hier im Video. Ihr denkt wahrscheinlich genauso und das möchte ich gerne in die Kommentare geschrieben haben. Ja? Und ja, das ist Citadel Clash. Ich verabschiede mich. Ja, kurzes, knappes Video. Ein bisschen Frust auslassen. Ansonsten viel Spaß in eurer Season. Bis dann, euer Sultai.